Hey, na? Da sind wir wieder bei Let's Play Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Wir haben beim letzten Mal die Affäre Abbey Grange angefangen. Und der Fall hat ein bisschen eine andere Struktur als sonst. Man hat irgendwie super schnell super viele Schlüsse gezogen. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Wir hatten gerade einen verdächtigen Seemann rausgesucht. Wiggins! Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Gut, dass der Watson auch ignoriert. Spricht sehr für den jungen Mann. Einige Zeit später. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Naja, aber erst müsste ich ganz kurz mal in die Analyse von dir gehen, damit ich deine lächerlichen Lügen im Keim ersticken kann. Klarer Ausdruck, ehrlich. Kräftiger Körperbau. Nichts an den Händen, normalerweise ist immer die Hand hier in dem Spiel. Aha! Zeitungstinte. Saubere Stiefel. Matrosenmesser. Lady You are Brackenstall. acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Sie haben sie gefesselt. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Seemannsknoten. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Okay, das heißt... Aussage... Typ. Kapitän Crocker war zur Tatzeit an Bord der Sharp. Er hatte keine Angst, sich mit mir zu treffen und wirkte selbstbewusst. Crocker lügt. Seine Mutschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hat, dass ich nach ihm suchte. Das deutet auf seine Schuld hin.
Der Kapitän ist der Täter. Was können wir denn noch machen? Achso, wir müssen die anderen Sachen mal zusammensetzen. Keine Bekannten. Dann ist der natürlich unschuldig. Tödlicher Unfall. Häuslicher Unfall. Das macht ja mal gar keinen Sinn. Das ist ja wirklich absoluter Quatsch. Wandelbande. Einbruch führte zum Mord. 3 Personen. Vandals sind die Täter. Nein, das ist ja alles absoluter Quatsch, ne? Ja, aber sonst ist doch der Fall lächerlich easy, oder? Also das ist doch Quatsch. Ja. Das ist doch wirklich Quatsch hier. Die Weingläser. Dass die nichts mitgenommen haben. Das ist doch alles Bullshit. Habe ich irgendeine Theorie noch nicht gefunden, ist ein bisschen meine Angst. Dass mir irgendwas komplett fehlt. Das ist doch zu leicht. Der Fall war sonst auch viel zu kurz, oder? Also realistisch betrachtet, das Einzige, was hinkommt, ist hier, dass der Captain das war. Das ist wirklich das Einzige, was Sinn macht. Hier, das ist doch... Führt alles zu nichts. Aber das ist doch viel zu leicht gewesen. Es hat ein paar Minuten gedauert, das alles aufzuklären. Aber ich weiß doch nicht. Wir fahren jetzt nochmal dahin. Wir reden nochmal und gucken, ob wir irgendwie noch eine Spur neu finden können. Das ist mir irgendwie zu leicht. Oh, what a horrible thing. Please leave my Mary alone. She suffered Ach, so ihr seid much, doch she Quatsch. deserves some Ich rest. glaube, die waren das. Habe ich alles. Nee, sorry, ich finde hier leider auch nichts, was ich noch großartig machen kann. Holmes, don't look at me like that. Baron Lyndon Brackenstall. Haben wir alles. Der Fall ist zu leicht sonst. Warum sollte der jetzt kommen? Auf einer Metaebene gedacht. Hier auch die Säcke wurden bewegt und wir wissen und wir konnten nicht angucken, warum. Naja, sind wir ehrlich, das Einzige, was wir dann nehmen können, ist hier der Kapitän war's. So, die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Jack Crocker ist ein Mörder und sie werden ihn und seine Komplizin Lady Brackenstall zur Rechenschaft ziehen. Hm. Gnade oder nicht Gnade?
Also es klingt schon so, als ob das kein Verlust für die Welt ist, dass der Mann tot ist. Aber das wäre ja schrecklich, wenn unsere Polizei immer so handeln würde. Ne? Das wäre ein bisschen doof, wenn wir immer erstmal abchecken würden, ob das Opfer wert ist, dass dafür jemand bestraft wird. Dementsprechend. Naja, aber wenn der irgendwie wirklich reinkam, besoffen und die schlagen wollte, kann das schon mal passieren. Ja, ach komm. Gnade, ich gönn. Aber irgendwie bin ich jetzt mal gespannt, ob das jetzt schon stimmt. Das wäre irgendwie... Der Fall wäre so ungewöhnlich leicht, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Vor allem irgendwie Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. weniger als eine Stunde später. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Müssen wir so flott sein. Wie? Wie? Jesus, ich will mir immer angucken. Bin hier tiefenentspannt im I Yoga-Modus. wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours
justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Spießhalten. Aber warum war das denn? So, ja. Gut. Der mit Abstand leichteste Fall irgendwie. Warum kommt denn der jetzt? Check ich nicht. Gut, normalerweise enden wir immer jetzt, aber jetzt sind wir ja gerade, weiß ich nicht, 10 Minuten dabei. Daher bestätige ich mal die Entscheidung. Hier finde ich aber die moralische Entscheidung, aber die meisten drücken trotzdem noch Gnade, ne? Die meisten drücken trotzdem schon noch Gnade. Krass, ne? Aber gut, habe ich ja auch gedrückt. Das Drama von Kew Gardens. Gut, gucken wir noch rein, ne? Gucken wir mal rein. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Ja, dann gehen wir da mal hin, ne? Zum Garten. Aber der Fall eben lässt mich nicht los. Der war irgendwie so viel leichter als alle anderen. Well, Holmes, here we are at the Doch so Royal Botanic kurz. Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Gut. Was ist los? Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish.
I am the Deputy Director of Kew Gardens, and that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house? Holmes? Yes, just here, near the door to the Colonial Collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Do not Schön. touch. Stell immer noch ich. The plants were here. All of them were stolen. Pflanzenliste. Here is a list of the stolen plants. Was ist das? Ah. These trees, with their roots in Schlau. water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Scherben. Huh? Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. Tja. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. Ah. Verbrochener Topf. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Ist hier noch irgendwas, was ich in der Sicht machen kann? Soll ich da in den nächsten Raum gehen? Nee. Ah doch. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Mhm. Oh. Ne, wir gehen erst mal... Watson! Boah! Nervigste Person im ganzen Spiel. Was steht denn hier? Beschädigtes Schloss. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection room. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. The smell is strong. It is a detergent.
Mhm. Steinsplitter. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. This is one of the outlets of the ventilation system. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Aha. Ist er da? According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Aha. Weg. Können wir nochmal hier rein? According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Ja, das dachte ich mir schon. Water lily greenhouse. Auch ein bisschen leer, ne? According to this, they Ach have so. light and moisture control in some parts of the building. Ach, das ist ja ein interessanter Fakt. Lauf! Watson? Was ist da die Tür? Ich dachte, der ist umgefallen oder so. Das war ja nie. Can I help you, gentlemen? Huch. Wollen wir ihm nicht antworten? Guck mich erstmal weiter um, und dann können wir immer noch mit dem reden. Wenn wir alles haben. Es ja hier gar nicht so viel gibt, erfahrungsgemäß. Watson? Was macht der wieder? Der läuft wieder irgendwo hin. Karte. Colonial Collection. Wie groß das hier aussieht, dafür, dass es nur... Die einzelnen Sachen. Water lily greenhouse. Ja, okay. Palm house. Lesen können wir auch. Können wir selber. Eieiei, ist das groß. Dann reden wir doch mal hier mit dem jungen Burschen. Und dann mit dem. Arbeiten Sie hier? Was für eine tolle Frage. Hat vor kurzem geweint. Tief traurig. Am Rasieren geschnitten. Saubere Hände. Ungewöhnlich. Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young man. We shall see you again soon. Das war ja unglaublich ausschlussreich.
Hallo. Was hat der für eine komische Brille? Kurzsichtig billige Brille. Dreckiger Kragen. Bäh. Bäh. Unverheiratet. Hände eines Gärtners. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Das war ja aufschlussreich. Locked. Na gut. Locked. Na gut. Locked. Na gut. Alter! Warum haben die Watson eingebaut, wenn alles, was der kann, ist wirklich im Weg stehen? Ja, ja. Ich weiß gerade gar nicht so genau, wonach wir suchen. Locked. Das ist ein bisschen das Problem. Locked. There is a smell of burning. Ist natürlich nicht so gut im botanischen Garten. Locked. Was war da? A water tank. Wassertank. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Gut. Gegenstand von Interesse. Er streckt sich immer unglaublich von die Türen da. Wir gucken erstmal hier das Feuer an. Feuer. Zerbrochener Topf. The symbol is not from Kew Gardens. Aha. A broom Besen. handle was half burned. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The Fragen door bei fast handles allem of hier im colonial Feuer. Da collection liegt ein and that of the Bild. fireplace are made of the same material. The plants were set Was ist alight das? fairly Das ist ein recently. Kochlöffel. Some have not completely burned. A protective mask. Schutzmaske. Someone set it alight, but it did not burn. The remains of a Bilderrahmen. picture frame. Was geht hier ab? Was verbrennen die alles? Verdächtig. Verdächtig, verdächtig. Wüstenhaus? Töpfe. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Mhm.
Hudson, geh weg! Was ist mit dem? Geh! Alter, du Arsch, ey. Hier waren wir ja schon. Fußspuren habe ich eben gar nicht gesehen. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Aha. Konfrontieren wir mal die Leute damit. Ja. Vollkommen falsch. Wegquatzen. Vollkommen falsch. Hä? Weg! Ah, Mann, nerv mich nicht! Alter, du fetter Arzt, was ist mit dir? Wirklich, wer hat das gemacht? Der steht ja wirklich nur im Weg immer. Der hat noch nie was beigetragen, das ganze Spiel. Ach ja, man musste hier durch den Dschungel gehen. Ich glaub, deswegen dachte ich schon zweimal, ich bin wieder in diese Wüste gerannt. Excuse me, but I have to tidy up this room. Nein. What should we do Weg! next? Weg! Weggehen solltest du! Zu den Bienen! Was ist mit dir? Ah, ich hoffe, der hat eine Allergie und wird totgestochen. Gott! Der macht mich hier wahnsinnig heute wieder. Türschlüssel. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Dann knack ich die Locked. Tür eben. What should we do next, Holmes? Weil nicht. Weiß ich doch noch nicht. Ich arbeite doch. Nursery. Locked. Okay, ich habe irgendwo was Wichtiges übersehen. Ganz ehrlich, das hier erschien alles so unwichtig. Colonial. Nursery. Directors. Sea. Ventilation. Dry. Water. Farmhouse. Reserve. Directors. Okay, ich dachte, vielleicht bringt es was, die Karte mal anzuklicken, alles. Doch nein, dem ist nicht so. Feuer haben wir durch. Ha. Jetzt finde ich natürlich gerade nicht, was ich jetzt vergessen habe anzuklicken. Das hatten wir gesehen. Da gibt's hier noch was. Nee. Wirkt nicht so. Ich meine, der Part geht jetzt auch nicht mehr so lange. Ich kann es auch in die Zukunft schieben, aber... Wer weiß, ob ich dann so viel klüger bin.
Pflanzen. plants come from all the territories of the British Empire. Konnte ich eben nicht anklicken. Doch wahrscheinlich schon, aber habe ich nicht gemacht. Weil hier sehe ich jetzt sonst gerade nichts. Irgendwas mit der Belüftung? Nein, das geht ja jetzt wieder in die Wüste. Hier muss ich lang. Ha! Ich finde gerade nicht so ganz, wo es weitergeht. Ist natürlich ärgerlich. Das ist überaus ärgerlich. Und du noch Excuse me, einmal. but I have to tidy up this room. Ich will Fragen stellen. Naja. Was ist das? Aufgabenliste. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Okay. Excuse me, but I have to tidy up this room. What should we... Just be careful with the plants during your inspection. Ich finde gerade nichts. Ich würde sagen, das ist ein Fall für nächsten Donnerstag, also übermorgen. Dann kommen wir mal mit frischen Augen noch mal rein und dann wird es doch easy. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und dann, ja, bis dahin. Tschüss.